Moin liebe Lütsch, wir haben Donnerstag. Heute kommen die Scorpions. Ich mache eine kleine Runde über den Campground. Ziel ist aber gleich die Dorfstraße. Wir werden uns die Dorfstraße jetzt mal im Betrieb angucken und dabei vielleicht sogar bis zum Landgasthof vordringen. Campgrounds sind gut gefüllt, sowohl die reinen Zeltplätze als auch die mit den Fahrzeugen. Flunkyball gehört natürlich obligatorisch mit dazu. Oh, der ging daneben. Der ging daneben, aber hier, man ist sich noch nicht ganz einig, wer jetzt der Spielführer ist. Ah! Ja, ordnungsgemäß sind die Dosen wieder am Boden, es kann weitergehen. Oh, das sah so sicher aus. Ja, da ist er. Und hier wird getrunken und absetzen. Müssen. Jo, die ersten 2 sind raus. 3 sind raus. Einen habt ihr noch. Last man standing. Ah. Zieht! Und stopp! Und stopp! Ja! Lassen wir gelten. Hier bewegt man sich mit Leinensicherung vorwärts. Also immer Anschlagpunkt. Und mach mal das, was du eben gemacht hast, weil ich habe das erst zu spät entdeckt. Das ist die Kletterroute zum Camp. Damit findest du dann auch immer den sicheren Weg wieder nach Hause. Da geht's immer zum Camp, das habe ich in meiner Matratze festgeknotet. Oh, ist perfekt. Ey, das ist so safe, das ist so geil. Moin, ich bin der Flo, ich grüße ganz lieb meine Frau, die da vorne sitzt. Geiles Wacken. Da ist die Frau. Gleichzeitig die Trainerin von den Flunkyballs hier. Ne? Die hat Zeugwart und Trainerin und sie hat auf Ernährung geachtet. Ne? Also Wasser trinken ist ganz wichtig, immer mal zwischendurch ein Zwischendurchwasser. Kann ich euch auch mal ganz ernsthaft, trinkt genug Wasser. Wir haben so viel Hitze, trinkt genug Wasser. Sonnenschutz, ganz wichtig. Laufstrecken werden allmählich braun, aber es staubt noch nicht so doll. Das geht noch im Moment. Da ist die Liste, damit man auch nichts vergisst und alles, was man mit hergenommen hat, auch wieder mit zurücknimmt. Ihr solltet auch auf den Campgrounds aufpassen, also ich sehe das hier gerade, nicht zu schnell, ne? Nicht zu schnell. Hier haben wir ansonsten Bearbeitungsgebühr 90 €, alternative Zahlungsmittel. Man kann das vielleicht auch abarbeiten durch persönliche Frondienste. Aber der Blitzer hier ist bewegungsaktiviert. Ne? Ihr habt es euch aber echt gemütlich eingerichtet. Ich komme mal rein, wenn ich darf. Alter Falter. Das nenne ich mal eine Mobilküche hier. Schaut euch das Ding an. Aber Suchbild. Was ist an diesem Bild falsch? Sie grinst schon. Die Herren sitzen hier faul in der Gegend rum und wer macht hier schon wieder den Abwasch? Also wir dürfen doch solche Rollenklischees nicht immer noch weiter verhärten. Ihr müsst sie doch mal ablösen. Jetzt bist du in eine 5-Minuten-Kombo erstmal schafft. Wo sind das erste Mal? Nee, das stimmt. Das ist gelogen. Wir lassen das jetzt mal im Raume stehen. Ne? Also wir wollen dann auch nicht zu tief in eure Privatsphäre hier eindringen. Aber mit den Sofas ist ja mega genial. Habe ich auf einem anderen Festival auch schon gesehen. Ich setze mich mal. Oh. Ja, Alter. Weckt mich in der Stunde. Ich habe sie schon letztes Jahr gesucht und nicht gefunden. Dieses Jahr habe ich sie wieder gefunden. The Furious and Deadly Foreskins. Hier auf der Ecke sind sie. Also auf der Ecke muss ich die Tage jetzt noch mal rumkommen, wenn es ein bisschen dunkler ist, wenn wir ein bisschen Lichtstimmung haben. Dann komme ich hier noch mal für ein Konzert. Im Hintergrund höre ich gerade Higher Than the Sky. Rage ist auf der Bühne. Die sind, glaube ich, jetzt die ersten, die auf der Harder spielen. Gut, das schaffe ich jetzt nicht. Aber die habe ich dieses Jahr ja auch schon mal gehört. Immer noch ein ungewohnter Anblick. So sieht das dann also aus mit den Parkplätzen, mit dem Parking für TNT. Dass die Fahrzeuge wirklich in eurer Nähe stehen. Da hinten sind vorbuchbare Zelte.
Die kleine Variante ist dann auch noch so, dass ihr dann Zusatzsachen wie ein kleines Trab oder sowas dann auch noch dazu buchen könnt, je nach eurem persönlichen Bedarf. Oder ihr nehmt halt nur das Schlafzelt. Das gibt es dann letzten Endes hier in der Area P, ist es angesiedelt. In allen Größen und in allen Preiskategorien. Schattenwelt Südharz. Aber mit dem Ritter möchte ich lieber keinen näheren Kontakt aufnehmen. Ei. Ich brauch Gandalf! Fucking Gandalf! Weg! Weichen von mir! Sag ich! Weichen! Weg! Expectum Patronum. Mega cool, echt. Und da findet ihr das Ganze, Schattenwelt Südharz, die Fabelwesen der Region unter www.schattenweltsüdharz in einem hintereinander weg.de. Ja, immer wieder Überraschungen, die man hier erlebt. Ich wollte eigentlich nur mal schnell ins Dorf, ne? Ist schon wieder 1,5 Stunden vergangen. Jetzt bin ich hier wieder mal im Bereich Wheels of Steel. Ganz wichtiger Bereich, finde ich. Hier wird unheimlich viel Arbeit geleistet, dass auch Menschen mit Behinderung hier an so einem Angebot teilhaben können. Mit entsprechenden Laufwegen, mit Matten. Da habe ich jetzt ja gelernt beim Rockharz, die Matten haben sogar eine Doppelfunktion. Die sind auch für Sehbehinderte eine sehr gute Orientierung. Oftmals haben die ja noch eine Restsehfähigkeit und brauchen einfach nur starke Kontraste, damit man sich orientieren kann. Und für die, die mit dem Taststock arbeiten, ist es ein anderer Untergrund, der fühlt sich anders an. Und hier haben die einfach einen kurzen Weg zu den Bühnen. Das ist schon sinnvoll, dass die hier untergebracht sind. Ja, das sind die Campground-Flächen am alten Busbahnhof. Da oben ist der Durchgang am Pavillon. Inzwischen dann auch ein bisschen besser belegt schon. Aber natürlich nicht so wie in den Vorjahren, weil hier musste man jetzt wirklich seinen Kram dann erstmal herbringen. Denn am neuen Busbahnhof sind ja auch Zeltflächen in der Nähe. Du bist jetzt heute erst angekommen, also am Donnerstag ist er angekommen. Du bist mit dem Zelt da. Ja. Wie ist das abgelaufen? Du zeltest jetzt auch hier unten im Bereich ehemaliger Busbahnhof. Du bist ja aber am neuen Busbahnhof angekommen. Ist das jetzt weit von der Laufstrecke? Ich bin mit dem Auto gekommen im Endeffekt. Ich wurde Ah. rumgefahren. Kiss and Ride. Genau, aber ich bin hier vorne schon reingegangen dann. Ah ja, Also direkt im Endeffekt. dann hat man natürlich kurze Ich habe aber Wege. jemanden im Camp, der bei dem Busbahnhof ausgestiegen ist und er meinte, es ist sehr weit. Ja, es ist doch, ich habe auch einige gesehen hier mit Rollkoffern, die waren schon ein bisschen am Schleppen. Also man sah, das war harte körperliche Arbeit. Ne? Also nur Camping ist schon weit weg dann. Ja, alles klar. Hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber jetzt gucken wir uns mal zusammen ein bisschen das Dorf hier an. Als erstes werde ich mich mal direkt bis zum Landgasthof durchschlagen. Und das mache ich vielleicht mal als Zeitraffer. Ja, hier am Landgasthof passiert gerade was Besonderes. Walk of Fame Einweihung. Doro ist da und die Scorpions sind da. Hi Doro! Schönen guten Tag hier im Landgasthof. Wacken, wie geht's? Ein bisschen leise. Wie geht's? Das hört sich gut an. Legenden kommen nach Wacken ja jedes Jahr. Ganz klar. Diesmal werden sie verewigt
und zwar beim Wacken Walk of Legends. Was ist das? Musiker, Musikerinnen, Bands, die viel für unsere Szene getan haben, werden ihre Handabdrücke verewigen in Beton, das steht schon hier, also ist kein oder sowas. Handabdrücke, Signaturen verewigen, das wird am Eingang in den Boden eingelassen. Ist ein bisschen wie der Hollywood Walk of Fame, nur in Holstein und mit besserer Musik. Stages. If I may ask a question to the Scorpions, you played a couple of shows in your life, and you played a couple of big shows in your life. But headlining Wacken, which is the biggest metal festival in the world, is that just another gig? It can't be just another gig, because even though we played a few quite big ones this summer, this is very, very special. You know, this is truly like coming home. This is just, you know, heart and soul everywhere. You can feel it when you arrive just outside. When we came here, stepped out of the cars, it was like, wow, man, this is very, very special. It's the third time for us, but I tell you, we're very excited to be back, and we can't wait to go out there tonight and play in front of 85,000 people, 85,000 metalheads going crazy, and we're very excited to see all of you tonight. People seem to be waiting for you. How do you guys know? How do you feel about being called a legend? Oh, well, it's sometimes a little bit overwhelming, but I love doing it. I love the fans. I love the music, and it's always a big honor to be in Wacken and then getting this legend thing done. Oh God, it's a little bit mind-blowing, but it's great, and I'm totally grateful, and I want to say thank you so much. And Wacken was actually the biggest festival when we started, and you know, in '93 I played the first time in Wacken, and it was actually a little tricky because grunge was getting really huge. So Holger and Thomas put on this big metal festival, and yeah, and then it grew and grew and grew, and I could always celebrate my big anniversaries here, and they were really, really good to me, and I totally appreciate it. So thank you so much. Connection, obviously. And Mickey has been here. Do you know how many times you have been in Wacken? Is it 200? I don't know. We were the house band here for a while. No, but we played either Wacken. If we did Wacken this year, we would do Rock am Ring, Rock am Park next year. That was Wacken. So it's back and forth. I lost track how many times we played here, but it's great to be back. And you know, last year when we did the ceremony for Lemmy as well, the parade, the big parade, the parade, and in the mud, you know, and it's great to be here and play for the first time with Scorpions, you know. It's been 8 years with these crazy fuckers now. But about time. And I've been seeing Joey all week in Wacken. You've been all around on a couple of stages. You did interviews. You played with a couple of bands. You even showed up on this stage and played a Journey song out of nowhere. You must have liked the festival if you stay here for a whole week. It's an honor to be here with the greatest fans. Everybody's so kind to us, and it's so very welcoming to be here. Such great people, such great fans. We thank you so much for everything. Very cool. So it's pretty obvious there's some connections. These gentlemen and the lady have played a lot of festivals. There are a lot of great shows all over the world, but Wacken seems to hold a special place in their heart. So it's only fitting if they can or if we can ask them to put their hands in the concrete. Oh, it's getting more and more. Okay, thank you, gentlemen. I hope it's all right now. Oh, Doro does it again too. The Scorpions put in some
some weight. That's all looking good. Hey everybody, thank you so much. This is a great honor for us, you know, to be together with Doro and this other gentleman, to be like the first guys here to do this legend thing. It's pretty cool, and thanks for coming. We love you. We'll see you tonight, all right? You better rock your fucking ass off. Also seit letztem Jahr, seitdem sie das Opening gemacht haben, liebe ich diese Band hier. Und jetzt sag's nochmal, das ist aus 4. Liga? 4. Liga in Wales. In Wales. Und da ist Skinbridge tatsächlich der Sponsor von Corinthians AFC 1961. Auch im Landgasthof könnt ihr Tore schießen. Immer noch da, das Original Kotzbecken, was in Landgasthöfen durchaus nicht unüblich gewesen ist. 5 Tore später habe ich euch hier mal einen kleinen Gruß dagelassen. Da ist er. Und jetzt wollen wir doch mal in den Saal reingucken. Übrigens mein Tipp für euch, guckt unbedingt in den Landgasthof, guckt unbedingt hier auf die Bühnen. Das sind manchmal die geilsten Konzerte überhaupt. Thank you so much. We're really happy to be here, and go get yourself a CD and a card, and you don't have to pay for it, just take it. Leave something if you like. Thank you so much. Lightman's Gun. Echt ein geiler Auftritt. Also manchmal geilste Konzerte hier im Landgasthof. Die LGH Club Stage gehört zu allen anderen Bühnen auch. Das heißt, auch da muss ich mich an die Regularien halten. Ich finde es ein bisschen schade, gerade für die kleineren Bands, die wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt so den Blindman's Guns ein bisschen Aufmerksamkeit habe schenken können. Denn die haben schon richtig gerockt. Ist ein bisschen schade. Solche kleinen Bands haben eigentlich viel Aufmerksamkeit verdient. Aber ich muss mich an die Regeln halten. Die Regels sind die Regels. Zeigen. Übrigens, hinterm Landgasthof, wenn ihr da durchgeht oder auch von der Seite durchgeht, habt ihr hier hinten nochmal einen kompletten Mittelaltermarkt. Den hätte ich selber fast übersehen, muss ich sagen. Ja, da kommen noch mal gerade eben die beiden Heißluftballons hier rüber, ne? Der zweite Veru-Ballon fehlt noch. Nee, da ist er! Da ist er! Da kommt er doch! Da ist der zweite. Direkt über mir. Genau über mir jetzt. Komm, jetzt mal den Brenner zünden. Da ist er! Ich kann euch ja nicht immer vorwarnen, ne? Vor Spitzer. So, den Hut muss ich nicht mehr unbedingt aufhaben. Den trage ich jetzt so. Ist doch ein bisschen bedeckt geworden. Und wenn ihr dann schon mal hier auf der Ecke seid, ne? Bei so guter Musik, da muss man doch mitmachen. Da muss doch auch eine kleine Spende da rein hier. Yay! Wacken! Ich kann euch hier ja immer nur einen kurzen Eindruck vermitteln von der Hauptstraße hier im Dorf. Aber geht hier mal hin, wirklich. Ein Wackenbesuch ohne die Dorfstraße mindestens einmal genossen zu haben, ist kein Wackenbesuch. Ich habe ihn euch so oft angepriesen hier, den Verkaufsautomaten, aber schaut mal hinter mich. Sold out. Im Moment ausverkauft. Aber die Schlangen jetzt am Donnerstagabend sind eigentlich auch ganz okay. Also jetzt wird es nicht mehr so lange dauern, um in den Shop auch reinzukommen. Das sind doch recht überschaubare Schlangen. Auch in der Dorfstraße findet ihr hier diese Geschichtsanteile vom Wacken History. Wie waren die Jahre jeweils? Ist schön aufgereiht, chronologisch.
bis in die Neuzeit. Ich 2-3 Schritte weiter gehe, geht es hier gleich mit 99 2000 weiter. Da sind wir hier bei den etwas jüngeren Jahren, hier 2014. 2015 ganz bekannt, weil auch ein Schlammfestival. Damit ist ja 23 immer verglichen worden, dass es 15 genauso war. Nicht ganz. In der Anfahrt war es da nicht so nass wie letztes Jahr. Aber im Plaza sah es natürlich ähnlich aus. Dann ging es 2022 wieder los, Slipknot. Und hier haben wir das letzte Jahr, die Drohnenshow. Da freue ich mich dieses Jahr schon drauf. Ich habe jetzt gehört, bei den Scorpions soll es losgehen mit der Drohnenshow. Die beiden hier sind auch keinen Tag gealtert. Die kennt ihr noch aus dem Video vom letzten Jahr. Der Aufschneider und der Spießer. Ne? Die sind wieder genauso am Start hier. Aber wir sind ein Dreamteam. Ein absolutes Dreamteam. Dreamteam in Sachen Käse, ne? Ja? Unbedingt. Also kommt auf die Dorfstraße. Ich sage euch das. Ihr verpasst was, wenn ihr hier nicht herkommt. Und auch wenn ihr nicht trefft, das kommt alles dann den Kids zugute hier. Es gibt natürlich auch Tagestouristen, die hier wirklich nur mal für einen Tag über die Hauptstraße vom Dorf gehen. Und auch ihr habt hier die Möglichkeit, wenn ihr denn unbedingt wollt, Official Merchandise hier zu kaufen. Auf der Hauptstraße. Auch hier auf Wacken wird das Büro zerstört von Alligator, aber er ist fast fertig damit. Ich hab mich voll verhört. Wacken, alle, du bist... Ich hatte deiner so Also das Büro ist abgerissen, Feierabend. Alligator, geiler Auftritt. Und da ist der obligatorische Sonnenuntergangstake. Es wird leicht kälter, das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder rüber zum Auto, Akkus tauschen und der Pullover muss jetzt raus. Aber dafür bin ich dann den Hut los. Und das ist mein Ausblick hier vom Bauer Uwes Garten. Ich kann tatsächlich auch aus dem schwarzen Schaf heraus hier den Bullhead genauso viel sehen, wie ihr jetzt ihn auch seht, so 3/4. Bin ziemlich dicht an der Plaza dieses Mal. Nichts mehr los am Farmers Market. Das ist mein Plan für morgen, dass ich euch die Müller-Filiale hier nochmal und das weitere Angebot, was wir hier alles haben, da sind ja viele von den Händlern vom letzten Jahr auch wieder da, dass ihr euch lokal hier versorgen könnt. Das werde ich euch morgen nochmal zeigen. Wasteland by Night ist immer zu empfehlen. Alleine die Feuer, die hier dann jeweils dann brennen, das ist immer ein ganz eigenes Bild. Aber mein Wasteland Special wird auch morgen kommen. Also erst trifft man sich gar nicht, ne? Aber bei den Scorpions laufe ich ihm direkt wieder über die Füße. Ja. Und jetzt auch noch bei dem geilen Song von den Scorpions. Ja. Passt. Ne? Passt einfach. Ich hole mir jetzt auch noch mal eine Hopfenkaltschale. So, das war's dann mit den Scorpions. Die Leute strömen ab. Aber in 4 Minuten sollen da die Drohnen aufsteigen. Schauen wir mal.
Gesängen von Mambo Kurt. Auch dieser Tag geht zu Ende. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm, aber ihr helft meinem Kanal wirklich unheimlich, wenn ihr einfach mal dieses kleine Buttonlein da mal drücken würdet. Tut nicht weh, kostet nichts, hilft meinem Kanal aber enorm weiter. Ebenso wie die Likes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Morgen. Euer Michael.